jetzt hier haben wir 2 Kühlschränke zugange. Da brauche ich dann ein bisschen Außenstrom, aber nicht viel. Ja. 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 Nou, kijk eens even, daar liggen echt een paar stevige accu's erin, 4 stuks. Ja, daar kan je gewoon echt heel lang gewoon zelfstandig ergens staan. Dan heb je eigenlijk nooit geen stroom nodig. So Hans, was Das gibt es ist hier? die Stromversorgung, also sagen wir mal Spannungswandler, weil ich ja innen drin, ich habe ja die 220 Volt, wird ja damit hochgepusht, gell, also umgewandelt. Und wie viel Watt gibt es da? 3000 Watt. 3000 Watt, da kannst du alles mitmachen. Da kannst du eben, glaube ich, dann Klimaanlagen damit laufen lassen. Ne? Ja, Ja. ja. Die Klimaanlage. Ja. Oh, guck Ja, mal, man- das ist eine schöne Platz. Da ist sitzt die viel Raum. Klimaanlage, hinten sitzt die Klimaanlage. Ah, Ja, das ist eine sogenannte Unterbodenklimaanlage. das ist in die doppelte Boten. Die, Das sind meine Sachen für Frankreich, die ja heute ja, ja, ich mittlerweile weiß. vorgestellt Die habe ich jetzt auch gekauft. Weil ich werde im nächsten Monat zu Spanien fahren mit dem Wohnmobil. Ich habe da ein Haus und ich habe noch viele Kartonnen, was ich noch umziehen muss. Dann fahre ich das Ding mal gleich mal runter. Wir fahren schon seit 25 Jahren immer einmal im Jahr, zweimal im Jahr nach Spanien. Ja, Wir sind immer in der Gegend von Mazaron, okay. Bolnuevo, das ist ein kleiner Ort, direkt Campingplatz am Wasser. Ja, Da fahren wir schon viele Jahre hin. ja. Na, Spanien ist sehr schön, ne? Spanien. Und für zu überwintern ist das fabelhaft da auch. Ja, ja. Es ist warm. Wir lieben Spanien, das ist für uns immer schön im Winter da. Ja. Oder, Deswegen natürlich- wohne ich da auch. wir bleiben natürlich nicht wie manche Leute da 6 Monate. Ja, weil ja. Wir kommen, also wenn es hier das Wetter schlecht wird, dann fahren wir nach Dann- Spanien. Und wenn das Wieder bisschen wechselt, schön- kommen kommen wir wir wieder hoch. Ja, Und Hans, was gibt es hier hinter, diese Klappe? das ist so eine Klappe. Hier Oh. stehen dann die Campingstühle und so weiter. Ja, Guck Da- mal, was da ein ist- Raum hier unten. da ist das Motorrad. Da steht iets Schönes drin. Da steht etwas Schönes drin. Das ist die Hekgarage, ne? Ja, können wir jetzt hin. Dit is hier achterin een enorme grote garage. Er staat een driewieler in. Dus een motor. Ein kanadisches Motorrad, also aber ein Dreirad. Een dreirad, ja. En kijk hier, aan de zijkant ook nog een e-bike. Netjes ingesteld. En dan hier van achter, kijk eens even. Wat een ding zeg. Ja. So, und wenn ich jetzt im Winter, wenn schlecht Wetter ist und wir holen ein Auto mit, dann kann ich hier das Bett hochfahren. Oh, kijk eens even. Hij kan gewoon het plafond hier omhoog brengen. En dan kan hier dadelijk gewoon een auto ingeparkeerd Smart. staan. Da kommt En der kijk Smart hier, rein. en dit is hier het systeem Ja, wat das het hat omhoog sich brengt. Ja. Das ist unglaublich. Das ist super, Hans. So, jetzt ist sie oben. Jetzt ist das Bett oben und da passt ein Smart rein. Oder, weil der Smart ist ja nur ein Zweisitzer. Wir haben gern unser Enkelkind mit, unser Urenkel. Und dann haben wir einen Toyota IQ, ein IQ, und der passt dann auch. Ach, rein. Ja. Unglaublich. Wie viele Fahrzeuge haben Sie, um da rein zu parken? Ja, Aber das ist wirklich unglaublich. Guck mal, kijk eens even wat de ruimte. Er staat gewoon een enorm ding ingeparkeerd. En dan dat plafond, dat kan gewoon automatisch omhoog en omlaag. Ongelooflijk. Wat een ding. Sehr schön, Hans. Und links haben wir hier noch andere Sachen. das ist auch. Hier ist ein Reservewassertank. Und wie viel Liter? Da gehen nochmal 90 Liter rein. Den haben wir hier, wenn wir Skandinavien oder je nachdem, wo wir unterwegs sind und es reicht nicht, der machen wir bei bestimmten Fahrten mache ich dann den Reservetank voll und kann den dann mit der Pumpe in den Hauptwassertank umpumpen. Und dann haben Sie noch eine andere Frischwassertank auch? Das ist, ja hier ist der große Frischwassertank, der Haupttank. Ja. Und wenn es knapp wird, dann pumpe ich aus dem Tank rum. Und wie viel Liter ist der Haupttank? Der Haupttank hat 290. 290. 270, Entschuldigung. 270. 270 und dann kommen nochmal 90 von dem dazu. So 360. Ja. Ja. Und der
Hier is nog een reservetank ingebouwd van 90 liter. En dan aan de andere kant heeft hij nog een hoofdtank van 270 liter. Dus hij heeft gewoon 360 liter vers water aan boord. Und da ist ein sehr wichtige Sachen sind Ja. da. Gell? Das ist die meest wichtige Platz hier, hè? Hier. En hier heeft je dan een soort voorraadkastje. Ist die Dusche, wenn man mal am Strand irgendwo ist, für sich zu duschen, gell, dass man neben dem Auto. Kan man dan richtig... Kan man douchen, Ja, ja. sehr schön. Hier een buitendouche. Prachtig. Und daneben, das ist noch auch Platz für irgendwas von Sachen reinzustellen. Campingstühle, Campingmöbel. Ja. Vorraadplaats. Ah, und hier, Das was sind ist die hier? Ventile vom Fäkalietank und vom Grauwassertank. Wir nennen das ja Grauwasser oder Schwarzwasser. Ja. Und das sind die Ventile hier. Ah, die 2 Stück, ja. Und da kann ich unten. Das ist eine Pumpe, wenn ich zum Beispiel in Norwegen und ich habe keine Möglichkeit zu entsorgen, aber ist meistens 20 Meter von der Straße, haben die so kleine Hütten und da ist immer ein Tank und dann kann ich mit einem normalen Gartenschlauch, das ist eine sogenannte Zagerpumpe, Ja. und dann pumpe ich 20 Meter weit, 30 Meter weit, kann ich das Auto entsorgen. Ja. Zeer schön. Kijk, hier hebben we dan 2 afvoerpijpen. Eén voor het toilet en één voor het afvalwater. En dan heeft hij hier nog een pomp die hij dan wel eens gebruikt. Als de afvoerplek te ver weg is, kan hij via deze pomp gewoon de tank leeg pompen. Ook al is dat 20 meter verderop. Das Hier, ist Hans. meine Werkstatt. De Werkstatt. Ja, sehr schön. Schön geordnet. Hè? Ich bin so einer, ich mache noch gerne selbst alles. Gell? Ja. Aber Das da braucht ist man alles. auch die Tools, soll man Ja, sagen. die Ne? Tools, ja. Das Ja. ist alles da. Ja. Zeer schön. Hier een plek waar oud gereedschap opgeborgen staat. Dat is altijd handig namelijk. Als je onderweg bent en het gaat iets kapot of je wil iets maken. Dat je dan ook je spulletjes bij je hebt. Ja, zeer schön. Ja, hier ist die Elektroabteilung. Ah ja, Also die hier geht kabel und Strom so. rein. Ich kann hier nach unten raussehen, wenn es regnet. Hier habe ich einen Zähler eingebaut. Dann kann ich mal kontrollieren, wenn es sind manche Plätze, wo 2 auf einen Zähler gehen. Dann kann ich immer gucken und sagen, so, ich habe so und so viel verbraucht und du hast so und so viel verbraucht. Ja. Und ja, alles so eigen. Ja, ja, erfinden. ah, das ist sehr schön. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist das erste Mal. Guck mal die velgen. Die velgen. Prachtig. Hans, wie lange waren ze? Wie lange der ist? Ja, 10,60 Meter. 10,60 Meter in hoog. 3,75 Meter, 3,75 ungefähr. Ja, das ist sehr hoch, hè? Ja, 8 geht aber noch. Und die Breite? 2,50 Meter. 2,50 Meter, ja. Ja. Gut. Und die Spiegel, hè? Das sind wirklich schöne Busspiegel, ne? Ja, Bus, das sind die Busspiegel. Ja. Haben Nachteile. Der Vorteil ist die Optik, die Kundschaft, die Leute verlangen es. In Wirklichkeit ist es Mist. Gell? Der Nachbar. Bitte? Ich sag gerade, er macht für das holländische Camperwesen, macht jetzt so ein bisschen Reportage. Fragt nach der Spiegel. Sag, ich, sehen ja gut aus. Ja. Aber im Grunde genommen sind sie Mist. Die versperren da die halbe Aussicht. Ne? Ja, ein bisschen ja, schon, das kommt dazu noch, ja, Da klar. muss da höllisch aufpassen, weil genau da geht ja so viel verloren von der Straße. Du siehst den Spiegel, aber wenn vorne ein Motorradfahrer um den Kreis rumkommt, den siehst du nicht. Die neuen LKW-Spiegel mit den kleinen und dann, die Mit sind dem schon die Bildschirm. haben sie was Ja, ja. Gutes entwickelt, ja. Die neue, was Die was neuen, mal ja, drin ja. abstaan, hè? Dann haben sie was Gutes entwickelt, ja, das stimmt. Da Das brauchst du sind da ja draußen nichts mehr, das ist nur eine kleine so ganz da kleine oben. Dinge. Also wenn Ja. wir hier mit dem Auto so Serpentine fahren, so enge Serpentine, da ist meine Frau, die guckt dann immer frei, weil du bist ja konzentriert, für da rumzukommen. Und Ja, ja, ja. Ja, prachtig grote busspiegels hierop. Nou, de voordelen zijn, ja, optiek is hartstikke mooi, maar zoals Hans zegt, ja, het is hartstikke moeilijk om in die hoeken wat te zien, of goed te zien. Een motorrijder of zo, ja, die zie je het al heel gauw over het hoofd. Goed, Hans. Und da haben wir hier noch links, rechts von die Tür haben wir noch eine große Klappe. dann ist noch
normal ein zweiter Gefrierschrank. Ah, schön. Also der gefriert, da können wir, wenn wir in Norwegen sind und kaufen Fisch, Da kann man alles der geht reinstecken. bis minus 18 Grad. Oh, das ja, geht tief. und dann ist der dabei. Und ein Ladegerät für die... Das ist nur ein Ladegerät. Hier dahinter sind die Fahrzeugbatterien. Ja. Und wenn ich ja irgendwo lange stehe, die werden nicht aufgeladen während der Zeit. Ah, dann wird Und die kann nachgeladen. Ich wieder selbst von dem hier auf die Batterien. Genau. Die Das Fahrzeugbatterie. Das ist schlau gemacht. Ja, ist das sind so schlau gemacht. Eigenbau. Ja, ja, aber trotzdem. Das ist ja hier. Das Ja, hab ich ja, ja. selbst gebaut. Kabel hochgelegt von der Batterie. Und Ja, aber das macht das Fahrzeug total komplett, hä? Am Ja, Ende, diese Sache so. wir sind autark, nennt man Ja. das ja. Ja. Und da siehst du ja, was da ist. Ja, Rolling Home. Und das ist auch super, dieses System jetzt, ne? Ja. Im Vergleich mit früher Die Plastik. die Plastikdinge, jemand austrocknen und geht kaputt. Hier, das ist eine schöne saubere Sache. So, du hackst ein. Ja. Ja. So, Ja, und das geht nicht mehr weg, das bleibt dort. Hè? bleibt fest. Gut, Hans, sollen wir drin gucken, was Ja, da noch alles komm zu rein. sehen ist? Hier, guck mal hier, die Treppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Treppen hoch. Oh, guck mal, was ein Platz hier So, drin. jetzt kann ich diese zwei Sitze kannst du ja natürlich rumdrehen. Ja, Ne? Der Tisch lässt sich vergrößern, lässt sich nach überall hin verfahren. Ich kann ihn hier nach hinten holen. aber hier kann man locker dann mit 2, 4, 6, 7, 8 Personen kann man hier locker sitzen zusammen, Ja, ja. wenn die Stühle nochmal Ja. gedreht sind. Hè? Ja, Und guck mal, was ein Raum hier. Unglaublich. Und das Dashboard, das ist so schön. Alles verholzt. Paul, tu nicht den Staub fotografieren. Nein! Und ein Fernsehen vorn. Ja. Und das unten ist das. Die hatte ich hier gestern, hat er hier eingebaut. Der macht solche Sachen. Die Soundbar. Dann ist der Ton ist besser. Eine Soundbar. Ja. Und, Ja, aber das geht dann gut durch diese Wohnung ja. hin. Ne? ja. Und guck mal, hier diese riesige Küche. Was eine Arbeitsplatz. Da ist eingebauter Staubsauger. Hier, Hier der schwarze. das ist das Ding. Das ist ein Staubsauger. Das ist Da Staubsauger. holst du nur draußen den Schlauch, steckst hier ein. Na, wo ist er? Dann brauchst du nur die. Oh ja. Das sind von den Sachen, die sind sehr schlau, weil da braucht man Ja. auch nicht so viel Platz Sie für die hatten Maschine. lang, Ne? ja, sie hatten lang. Ja, Das ist nur Schlauch. da und ist so ein Schlauch, so ein flexibler Schlauch und da kommt sie von hier aus bis überall hin. Ah, da kannst du überall mitkommen. Ja, Okay. Und das ist ein Mikrowelle. Was ist das? Mikrowelleherd. Eine Mikrowelle. Hier ist ein Gasbackofen. Also das Mikro. Und dann haben wir auch noch ein Gasbackofen. Ich weiß nicht, wie es geht. Muss man Ja, fragen. das ist kein Problem. Aber es ist schön. Und guck dieses Holz. Das ist das schönes Holz. Das ist wirklich noch Holz. Kein gepresstes Holz. Das ist wirklich noch Qualität. Das geht noch 100 Jahre mit. Ja, Diese Qualität geht Ich 100 hoffe, Jahre mit. ich will es ja kontrollieren. Ne? Nein, Ja, ja, 100 ich sehe. Und für Licht. Sehr schön auch. Viel Licht. Guck mal, überall Fenster. Überall Fenster. Das ist hier vorne der Carsten. Der hat da überall hier die LED-Leuchten. Ja, LED. Ja. Hier, das ist das Kontrollpanel. Ja. Also hier ist die Kontrolle so. Ich bin jetzt noch halb voll, knapp halb voll mit dem Wasser. Hier kann ich kontrollieren
zeigt noch gar nichts an, ist also kaum Grauwasser im Ja, Tank. ist leer. Das ist jetzt die eingeschaltete Druckwasserpumpe. Das hier ist die Stromversorgung von außen. Wenn die brennt, kommt also Außenstrom, Landstrom nach, nennen wir das ja. Ja, dann kann ich hier kontrollieren die 12 Volt vom Fahrzeug, ich kann die 24 Volt, die 12 Volt vom Aufbau und die 24 Volt vom Fahrzeug kann ich hier checken. Ja, sehr schön. Und hier? Das ist ein Kann ich Wechselrichter. ablesen. Okay. So, jetzt, also, ich habe jetzt Batterien sind randvoll, 840. Und hier kann ich dann stellen, ich habe also 14,4 Volt im Moment auf der Anlage. Und zurzeit laden wir mit 13,8. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Amperestunde wird jetzt geladen. Ja. Hier an diesem Knopf kann ich einstellen, wenn ich Außenstrom habe und manche Die Campingplätze, Begrenzung soll man die sagen. sind ja sehr knapp abgesichert. Genau. Und dann stelle ich hier ein und dann holt er den Strom aus der Batterie und wenn dann es nicht reicht, dann holt er erst vom Landstrom. Landstrom. Oder rumgedreht, erst vom Landstrom Und nachher, Nachher nimmt er was fehlt, das macht hij nou aus den Batterien. aus der nog. Batterie. Ja. Kijk eens even, boordcontrolesysteem. Hier kan je alles over uitlezen. De watertank, afvalwatertank, pomp, de accu's, hoeveel ze vol zijn. Ja, compleet systeem. Compleet systeem. Und das ist alles noch original? Alles original. Ja, alles nog steeds origineel. Heel mooi. Und dann ist Das das... sind die Fernsteuerungen von den 2 Außenmarkisen. Ja, das ist auch alles elektrisch? Die sind elektrisch und funkbetätigt. Das hier ist jetzt können wir gucken, der Gasvorrat. Ich habe ja keine Flaschen, ich habe einen Tank. Der LPG-tank. Ja. Und siehst du, ich kann jetzt siehst du, so ist noch halb voll der LPG-Tank. Ja. Ja. Und dann hinten ist die Schlafzimmer. Hè? Das Aber ist das Schlafzimmer und jetzt sind wir ja bei dem, was wir außen gesehen haben. Aha. Dann kommt das Bett Noch runter, unter. hier auf diese Höhe. Ja. So, Ah ja. ja, wenn wir Aber es ist King Size, hè? Das ist riesige Matratze. Ja. Da kann man gut schlafen. Ne? Und hier Schranke, schöne Schranke. schauen, hier An um die die Seite. Ecke rum ist ein zweites Fernseh, was ich zur Mitte fahren kann. Das kann ich da raus. Das ist hier um die Ecke. Ja, Kann ich steig fahren? ruhig, steig ruhig drauf, um die Ecke rum. Das ist hier diese. Die Klappe auf und dann kann ich den Fernseher rausziehen. Ich mach das over, ne? Ja. Guck mal. Voor televisie. Heel mooi weggewerkt. En ongelooflijk veel kastjes hier zo. Mooi verlichte raam. Du kannst die sterren, kan man gucken, hè? Van ons bed, ne? Echt een groot... Moet je kijken. Wat een groot dakvenster. Und dann haben sie noch eine Dusche und Ja, ein Badezimmer. hier ist die Dusche. Die sind separat. Ja, separate Dusche und dort Ja. Toilette. Was ein Platz hier. Was ein Platz hier. Das ist riesig. Ja, sicher. Und, mach mal auf, bitte. Ach, das reicht auch vollkommen, ne? Ja. Das ist sehr riesig groß. Hans, super. Und Aber hier nochmal ein Ventilator. Paul, sag mal, ist ein altes Auto. 17 Jahre alt, hat 170.000 Kilometer gelaufen. Ja. Und En nog unser Rolling Home. Ja, aber diese Fahrzeuge, die können locker 1 Million Kilometer laufen, ohne Problem. Ne? Ja. Das Das ist normalerweise vielleicht nicht 1 Million, aber 600.000, 700.000 halten diese Maschinen. Ich war es ja, habe es ja beruflich gemacht. Ja. Also 600.000, 700.000 ist kein Es Problem. muss kein Also, Problem sein. So. Das wird noch ein bisschen dauern, Ja, ne? wird noch dauern. Vorher wir da sind. Ja. Und das ist dann ein Kühlschrank mit Gefrierfach? Mit Gefrierfach. Hier unten. Ja. Warte, dann Naja, müssen wir das- an die andere Seite gucken. Das ist ein Kompressorkühlschrank. Kompressor bedeutet auch... Der geht nicht mit Gas und keine Absorber, sondern Kompressorkühlschrank. Ja. So, Sehr schön. Viel Platz drin. Ja. weil man will ja, also der Kompressorkühlschrank, man muss gute Batterien haben, er braucht ja etwas mehr Strom wie ein Absorber, dafür brauche ich kein Gas. Ja. Also mir ist der Kompressorkühlschrank, Ja. ist mir lieber.
Ja. ja. Auch nochmal ein Ventilatorsystem. Ja. Hier, Schranke. Wie tief, wie tief. Oh. Guck mal, hier ein Platz hier. Da kann man viel reinstecken, ne? Okay, süß. Ganz große Teller. Ja. Ja, Hans, ich glaube, du musst da total zufrieden mit sein, ne? Mit diesem Wagen, ne? Und, und guck, seh die Qualität. Ach, der Teppich, das ist wie Ja. neu. Und das Leder ist wie neu. Du weißt ja, dass die Frau mitmachen muss. Und meine Frau und ich, wir sind 58 Jahre verheiratet, sind sehr viele Jahre, wie gesagt, mit dem Wohnmobil unterwegs. Und wir beide sind hier, das ist unsere Heimat. Ja, ich verstehe das. Aber sehr schön. Ja, gut, vielen Dank Hans für die Rundleitung. Und ich kann mal nur sagen, genieß noch weiter so viel möglich Jahren, was es gibt. Hä? Und mit dieses Wohnmobil muss es auch schaffen. Wenn ich mal rundgucke, hör mal zu, guck mal, das ist wie noch neu. Wie neu, Neu. Du siehst, bei manchen Wohnmobilen, da ist natürlich, wenn die Frau lange Fingernägel hat, dann ist hier alles verkratzt. Ja. Und hier ist alles wie neu. Ja, es sieht total super Das sind so schön aus. Sachen, wenn du ein Wohnmobil kaufst, ein gebrauchtes, wo ich immer nachgucke, dann weiß ich, wie ist man damit umgegangen. Ja. Ja. Gut, danke Hans. Und ja, viel Freude mit. Und hoffentlich sehen wir uns mal wieder ein anderes Moment auf einem anderen Stellplatz Ja, oder so. ja. Okay, danke. Alles klar. Gut.